Richard from south of England says, greetings Simon, please explain what will be seen in the fifth density. What will it feel like to have light bodies? And can you say when we will ascend into the fifth dimension? So density and dimension is the same thing, I think. Many thanks, and of course, love and light, Richard. Thank you, Richard. I won't disappoint you, my friend. You have to wait a bit longer for a light body. The fifth dimension, no, not light bodies there. Organic, just like us. Somebody from the fifth dimension comes to visit you, they will not appear as a light being. They won't be a light body. They will be just like you, me, organic. The sixth dimension is the last dimension of physical or organic formation. So a human in the sixth dimension, heart, lungs, liver, the lot. The seventh is the bridge between the two energy worlds, between the organic and the energy, the non-organic. So the seventh is the division, the bridge, where I have a connection with myself. You're neither physical nor are you energy. You can exist in both worlds. When you go beyond that, you are into the energy world. So if somebody from the 10th or 11th dimension were to visit you, they would appear to you as a light being. You would see the outline of a human and the bright white light shining from them. True white light, good white light. So fifth dimension, no, that's not going to happen. Okay, what will we see when we go there? The difference between the third dimension and the fourth, the only difference is time and its effect on gravity. The higher up the dimensions you go, because people say, oh, it's all lighter, but they don't really understand why. They are giving the truth, but they don't understand why. The fact is, the higher you go, gravity's effect is less and less. So we are in a very dense environment. You know, it's like very heavy to walk through compared to someone coming from a higher dimension. That's why often beings from other locations are thinner than us, taller, thinner, slimmer. Not all of them, but many of them are. And they have to have some form of technical device to mitigate the third dimension. So when you go into the fifth, what you will notice is the concept of time, first of all from your own personal clock, is totally different, and secondly from the way that the culture views time is completely different. So here we view time literally. There's a famous ruler. Look, we do inches as well in Britain, thank goodness. We don't just do those stupid centimeters. So we have time literally running in a line, and that's fair enough for this realm. That's good enough. It's not accurate, but it's good enough for people to understand. The problem is that it's part of the control system. Time has a beginning, a middle, and end. You go to a old-fashioned book, it has a beginning, a middle, and end. I get in a motor car, I leave at the beginning, and I'm halfway through my journey, the middle. I get to my journey, I'm the end. Oh, I'm born and I die physically, so I have a beginning, middle, and end. That works here, but it's not the true picture. The biggest change that anyone can ever go through is from the third to the fourth. Somebody living in the fourth dimension who went to the 10th dimension, time works the same. Time is the same. That's the cat calling for its supper, don't worry. So what will we notice? What we'll notice is a massive change in the way we relate to everybody. A massive change in what we think is important. Our lack of attachment to certain objects, our turning our back on things that are negative for our family or our friends, a complete sea change in our values about who we are and what we are, which means that money doesn't really have a place for us. A war still will exist, but murder, paedophilia, Satanism, gone. Because that is a fourth dimension, lower fourth, beg your pardon, higher fourth, a lower fourth evil, remember, which was brought to this earth by negatives. And once you can break through that lower fourth, that
either doesn't exist, or in the case of murder is incredibly rare. Murders do still occur, but they're incredibly rare. But the word Satanism doesn't exist outside of the fourth. They don't have to contend with it. Well, they do when they come down here. So that's what the change will be. Richard aus Südengland sagt: Ich grüße dich, Simon. Bitte erkläre mir, was in der 5. Dichte zu sehen sein wird. Wie wird es sich anfühlen, Lichtkörper zu haben? Und kannst du sagen, wann wir in die 5. Dimension aufsteigen werden? Ich denke, dass Dichte und Dimension dasselbe sind. Vielen Dank und Licht und Liebe, Richard. Danke, Richard. Ich möchte dich nicht enttäuschen, mein Freund. Du musst etwas länger auf deinen Lichtkörper warten. 5. Dimension? Nein, dort gibt es keine Lichtkörper. Organische, so wie wir. Wenn jemand aus der 5. Dimension dich besuchen kommt, wird er nicht als Lichtwesen erscheinen. Sie werden keinen Lichtkörper besitzen, sondern so sein wie du und ich, organisch. Die 6. Dimension ist die letzte Dimension der physischen, organischen Formgestaltung, sodass ein Mensch in der 6. Dimension alles hat: Herz, Lunge, Leber. Die 7. ist die Brücke zwischen den 2 Energiewelten, zwischen der organischen und der Energie der nicht-organischen. Die 7. ist die Teilung, die Brücke, wo ich eine Verbindung zu meinem Selbst erhalte, wo man weder physisch noch energetisch ist. Man kann in beiden Welten existieren. Wenn man darüber hinausgeht, gelangt man in die Energiewelt. Wenn jemand von der 10. oder 11. Dimension dich besuchen würde, wird es dir als Lichtwesen erscheinen. Du würdest den Umriss eines Menschen sehen und das helle weiße Licht, das von ihm ausgeht, wahres weißes Licht, gutes weißes Licht. 5. Dimension, nein, da passiert das nicht. Okay, was werden wir sehen, wenn wir dorthin gelangen? Der Unterschied zwischen der 3. und 4. Dimension, der einzige Unterschied ist Zeit und seine Wirkung auf die Schwerkraft. Je höher hinauf in die Dimension es geht, die Leute sagen, oh, es ist alles heller. Aber sie verstehen nicht wirklich, warum. Sie sagen die Wahrheit, aber verstehen nicht, warum das so ist. Tatsache ist, je höher man kommt, desto mehr lässt die Wirkung der Schwerkraft nach. Wir befinden uns in einer sehr dichten Umgebung. Es ist sehr schwer, sich darin zu bewegen. Verglichen mit jemand, der von einer hohen Dimension kommt. Deswegen sind häufig Wesen von anderen Standorten dünner als wir. Größer, dünner, schlanker, nicht alle, aber viele von ihnen. Und sie müssen eine Art technisches Gerät haben, um die 3. Dimension abzuschwächen. Wenn du dich in die 5. hinein bewegst, wirst du bemerken, dass der Zeitbegriff zunächst einmal von deinem eigenen Zeitempfinden total anders ist. Und zweitens ganz unterschiedlich zu der Art, wie die Kultur die Zeit betrachtet. Hier sehen wir die Zeit buchstäblich. Hier ist das berühmte Lineal. Wir ziehen, Gott sei Dank, Inches, auch in Großbritannien zu Rate, nicht die dummen Zentimeter. Also die Zeit läuft buchstäblich auf einer Linie ab und das ist in Ordnung für diesen Bereich. Es ist gut genug. Es ist nicht präzise, aber gut genug für das Verständnis der Menschen. Das Problem besteht darin, dass es Teil des Kontrollsystems ist. Die Zeit hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Ich fahre mit dem Auto los, die Fahrt beginnt, auf halbem Weg unterwegs, der mittlere Teil und komme dort an, am Ende. Ich werde geboren und sterbe physisch, auch hier Beginn, mittlerer Teil und ein Ende. Das funktioniert hier, aber es ist nicht das wahre Bild. Die größte Umstellung, in die man je geraten kann, ist von der 3. in die 4. Dimension. Die Zeit funktioniert beispielsweise gleich, wenn man von der 4. in die 10. Dimension überwechselt. Das ist die Katze, die ihr Abendessen haben will, keine Sorge. Wir werden eine enorme Veränderung bemerken, bezogen darauf, wie wir Beziehungen zu allen anderen herstellen.
eine massive Veränderung dessen, was wir für wichtig halten, unsere fehlende Bindung an bestimmte Objekte. Wir kehren negativen Dingen den Rücken, unsere Familie oder Freunde betreffend. Ein grundlegender Wandel bezogen auf unsere Werte, wer wir sind und was wir sind. Das bedeutet, dass Geld uns nichts mehr bedeutet. Krieg existiert noch, aber Mord, Pädophilie, Satanismus weg. Weil das ein Übel der niedrigen 4. Dimension ist. Erinnert euch, dass dies von negativen Kräften zur Erde gebracht wurde. Wenn man die niedere 4. Dimension durchbricht, existiert Mord entweder gar nicht oder kommt unvorstellbar selten vor. Das Wort Satanismus existiert nicht oberhalb der 4. Dimension. Jetzt muss ich mich damit herumschlagen. Wie Sie das tun, wenn Sie hier runterkommen? Also das wird die Veränderung sein.